So entfernst du gelbe Flecken und Ablagerungen von Fensterrahmen. Dieses geniale Hausmittel macht das Fensterputzen besonders einfach. Ich zeige dir 3 erprobte Methoden, die wirklich funktionieren. Bei der ersten Methode verwendest du Backpulver und Zitronensaft. Backpulver reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche, während die Zitronensäure aufhält und bleichend wirkt. Trage die Paste auf die Rahmen oder Fensterbretter auf und reibe sie mit einer Bürste ein. Sie gelangt auch in schwer zugängliche Ecken. Wische zum Schluss mit einem feuchten Tuch nach. Du wirst sofort den Unterschied sehen. Sehr empfehlenswert ist auch eine Mischung aus Natron und Wasser. Natron hält sanft auf, entfernt Verfärbungen und löst leichte Ablagerungen. Tränke ein Wattepad in dieser Mischung und wische damit die Fensterrahmen ab. Schon nach kurzer Zeit verschwinden gelbe Verfärbungen und Ablagerungen. Die letzte Methode ist mein Favorit. Gib ein Glas Essig in eine Schüssel. Essig löst hervorragend Kalk, Fett und Schlieren. Füge etwas Natron hinzu, das Schmutz aufweicht und leicht scheuert. Beim Mischen entsteht ein schäumender Effekt. Trage den Schaum mit einem Schwamm auf die Rahmen auf. Lass ihn kurz einwirken und wische dann mit einem sauberen Tuch nach. Mit diesen einfachen Hausmitteln sehen deine Fenster aus wie neu. Sauber, günstig und natürlich. Ich mache immer eine Sache, bevor ich die Gardinen wasche. Sie sind schneeweiß wie neu. Was kann man zum Waschen hinzufügen, damit die Gardinen weiß bleiben? Die passenden Zutaten findest du in deiner Küche. Zuerst bereite eine Schüssel vor. Fülle sie mit 3 Litern Wasser. Für das beste Ergebnis kombinieren wir ein paar Tricks in einem. Als erste Zutat gib 3 Esslöffel Salz hinzu. Es entfernt Flecken effektiv und stellt die schneeweiße Farbe wieder her. Das nächste Produkt ist Zitronensäure. Du musst nur einen Esslöffel hinzufügen. Gib auch 3 Esslöffel Natron ins Wasser. Es liefert hervorragende Ergebnisse. Das nächste Produkt ist ein Esslöffel Backpulver. Und das letzte erstaunliche Produkt, das dich überraschen wird, ist eine Aspirintablette. Füge 2 in die Schüssel hinzu. Jetzt kannst du die Gardinen einweichen und sie 2 Stunden lang in der Schüssel lassen. Die Kombination dieser Zutaten wirkt besser als chemischer Bleichmittel. Danach lege die Gardinen in die Waschmaschine und wasche sie. Der vorher eingeweichte Stoff wird keinen Schmutz in seinen Fasern haben. Daher werden die Gardinen wieder schneeweiß sein. Wirf ein stinkendes und fleckiges Handtuch in die Pfanne. Auf diese Weise rettest du all deine Küchenhandtücher. Ich zeige dir jetzt, wie dieser Trick funktioniert. Nimm das Handtuch, das du wieder zum Leben erwecken willst, und lege es ins Spülbecken. Drücke etwa 5 cm Zahnpasta darauf. Sie gehört zu den beliebtesten Mitteln beim Reinigen und Waschen und entfernt hervorragend Flecken und Verfärbungen. Danach gib einen Esslöffel Salz auf das Handtuch mit der Zahnpasta. Zum Schluss füge etwas Spülmittel hinzu. Übergieße das Handtuch mit heißem, aber nicht kochendem Wasser, sodass es vollständig durchtränkt ist. So können die Inhaltsstoffe besser wirken. Rühre das Handtuch mit Stäbchen oder einer Zange um, damit es mehr Wasser aufnimmt. Nach einer Stunde nimmst du das Handtuch heraus und wäschst es ganz normal in der Waschmaschine. Nach dem Waschen wirst du den Unterschied sofort bemerken. Das Handtuch ist viel weißer als sonst und unangenehmer Geruch sowie Flecken sind verschwunden. Damit strahlt deine weiße Wäsche wie frische Hotelbettwäsche. Nach mehreren Waschgängen sieht weiße Kleidung häufig nicht mehr so makellos aus wie am Anfang. Die Stoffe können mit der Zeit vergrauen und ihre Frische verlieren, während an Kragen, Manschetten oder unter den Achseln oft hartnäckige Verschmutzungen zurückbleiben. Auch die richtige Art des Trocknens spielt bei weißer Wäsche eine besonders wichtige Rolle. Warum, erkläre ich dir gleich. Greife zunächst zur klassischen weißen Scheuermilch von Cif. Verwende dabei unbedingt die weiße Originalversion. Sie enthält feine Reinigungspartikel und aktive Inhaltsstoffe, die dabei helfen, hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Dadurch eignet sie sich zum Auffrischen weißer Textilien und kann ihnen ein saubereres und helleres Aussehen verleihen. Miss eine Portion der vorbereiteten Mischung ab und gib sie direkt in die Trommel der Waschmaschine. Stelle anschließend ein Schon- oder Handwaschprogramm bei 30 Grad Celsius ein und starte den Waschgang. Nimm die Kleidung nach dem Waschen sofort aus der Maschine, schüttle sie gründlich aus und hänge sie auf. Ebenso wichtig ist jedoch die richtige Trocknung. Lasse zwischen den einzelnen Wäschestücken ausreichend Abstand, damit die Luft frei zirkulieren kann und die Stoffe gleichmäßig trocknen.
Baumwollhandtücher, Bettwäsche und andere robuste weiße Textilien kannst du in der Sonne trocknen. Sonnenlicht wirkt wie ein natürlicher Aufheller, lässt weiße Wäsche frischer erscheinen und hilft dabei, unangenehme Gerüche zu reduzieren. Empfindlichere Kleidungsstücke solltest du besser im Schatten trocknen, um die Fasern vor zu intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen. Sobald alles vollständig getrocknet ist, sieht deine weiße Wäsche frisch, sauber und deutlich heller aus. Unterwäsche bekommt wieder ein strahlendes Weiß, ganz ohne chlorhaltigen Bleicher. Bei Baumwollunterwäsche, die leicht grau geworden ist und nicht mehr so weiß aussieht, hilft dieser Trick. Fülle eine Schüssel mit sehr heißem Wasser und gib 3 Esslöffel Natron hinzu. Natron ist für seine bleichende Wirkung bekannt. Falls du kein Natron hast, kannst du 3 bis 4 Päckchen Backpulver verwenden. Backpulver enthält Natron, wirkt aber schwächer. Füge außerdem 2 Esslöffel Salz hinzu. Salz bleicht und entfernt Flecken. Schon unsere Großmütter nutzten es beim Waschen. Zum Schluss gib noch 2 Esslöffel Waschpulver hinzu, am besten eines für weiße Wäsche. Rühre alles gut mit einem Löffel oder einer Schaufel um, das Wasser ist heiß, also nicht mit den Händen eintauchen. Lege nun die Baumwollunterwäsche hinein, weiche sie gründlich ein und lasse sie mindestens 20 Minuten ziehen. Danach nimm sie aus der Schüssel und wasche sie wie gewohnt in der Waschmaschine zusammen mit anderer weißer Wäsche. Feine Unterwäsche, Spitzenhöschen und BHs werden mit einer anderen Methode ebenfalls wieder strahlend weiß. Fülle eine Schüssel mit warmem, aber nicht kochendem Wasser und gib Natron sowie Waschpulver für weiße Wäsche im gleichen Verhältnis hinzu. Für eine kleinere Menge reichen jeweils 2 Esslöffel. Lasse die Mischung gut auflösen und lege die Wäsche hinein. Nach etwa 20 Minuten kannst du sie wie gewohnt im Schonwaschgang der Waschmaschine waschen. Schon nach dem ersten Waschen wirst du den Unterschied sehen. Die Unterwäsche wird deutlich heller. Wie werden Gardinen wieder strahlend weiß? Nach wenigen Wochen verlieren sie ihren Schneeweiße und werden grau, besonders in der Küche und im Essbereich. Dort setzen sich nicht nur Staub und Schmutz, sondern auch Fett ab. Falls du keine Zeit hast, sie vor dem Waschen einzuweichen, bereite eine Socke vor. Fülle sie mit 2 Esslöffeln Salz und gib etwas Spülmittel hinzu, aber nur wenig, damit sich nicht zu viel Schaum bildet. Lege dieses Päckchen zusammen mit den Gardinen in die Waschmaschine und gib wie gewohnt ein Waschmittel dazu. In das Fach für Weichspüler füllst du zusätzlich etwas Essig. Das frischt die weiße Farbe auf und hilft, hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Nach dem Waschen sehen die Gardinen aus wie neu. Noch bessere Ergebnisse erzielst du, wenn du die Gardinen vor dem Waschen einweichst. Löse 2 Esslöffel Salz in einer Schüssel mit warmem Wasser auf. Für eine noch stärkere Wirkung kannst du zusätzlich einen Esslöffel Backpulver oder alternativ Natron hinzufügen, je nachdem, was du gerade in der Küche hast. Vermische alles gut und lasse die Gardinen darin einweichen, bevor du sie wie gewohnt in der Waschmaschine wäschst. Nach nur einem Waschgang sind sie wieder strahlend weiß.